Servus Leute, ich bin der Andi und wir machen heute so eine Schokoladentafel aus Holz. Das Brett aus Esche liegt schon bereit und das erste Werkzeug wurde schon vermessen, ein 8 mm Zweischneider von der Firma Bosch. Anschließend wird noch X, Y und Z definiert und dann kann es auch schon losgehen. Meine Schnittdaten wie immer unten rechts. Viel Spaß! Das zweite Werkzeug, ein Phasenfräser von Amazon. Das dritte und letzte Werkzeug, ein 60 Grad Gravierstichel von der Firma Datron. Das Brett wird gerade graviert und anschließend noch geschliffen und geölt. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion programmiert wird. Ja, durch Fusion Teil. Ich muss dazu sagen, eigentlich wollte ich kein Video drüber machen. Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber es ist doch ganz gut gelungen und ich muss zugeben, ich habe für die komplette Konstruktion inklusive Fertigung vielleicht eine Stunde gebraucht. Ich war selbst überrascht, wie schnell sowas gehen kann. Und da wollte ich auch mal zeigen, so ein paar Sachen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, doch ein Video zu machen. Okay. Wir fangen an mit der Skizze. Eine ganz einfache Skizze. Ich habe gegoogelt die Standardmaße von der Tafel Schokolade. Hier kann man sehen, 165 mm. Jetzt kann man hier hinten dran schon so einen komischen Faktor sehen. Das liegt einfach daran, wenn man hier eins weiter sprengt, also wenn der Körper extrudiert wird, wollte ich hier auf 18 mm kommen. Eine Tafel Schokolade hat 8 mm. Also 18 durch 8. Ich muss das Ganze mal 2,25 machen. Dann muss ich hier in Z, also in der Materialstärke, nichts machen, weil mein Rohmaterial schon 18 mm hat. Das war der Plan und ich muss sagen, es ging auch gut auf. Springen wir nochmal kurz zurück. Und hier kann man es auch sehen. 76 mm mal 2,25, also ich habe alles mal 2,25 gemacht. Ich hätte theoretisch auch einfach das hier extrudieren können und dann den ganzen Körper mal 2,25, aber ich habe das gleich in der Skizze gemacht. Okay, als nächstes habe ich es extrudiert und hier kann man es auch wieder sehen, 8 mm mal 2,25. Und so habe ich mein Rohmaterial erstmal, also ich sage meinen Grundkörper erstellt. Als nächstes die Ecken gerundet. Ich habe mich hier für 10 mm entschieden. Einfach aus dem Bauch, also es hat mir gut gefallen und deswegen habe ich das so gemacht. Als nächstes kam die Skizze 2. Ich wollte einfach solche Linien reinmachen und das Ganze projizieren. Das heißt, der Fräser taucht hier ein, fährt einmal so durch, einmal so durch. Es hätte auch funktioniert, muss ich sagen. Es ist nur so, hier entstehen dann so scharfe Ecken und das wollte ich nicht. Deswegen, eigentlich kann man die Skizze 2 auch löschen, aber ich kriege immer einen Fehler bei der Skizze 3. Aber ich mache eigentlich hier alles nur noch in der Skizze 3. So,
42,75 und 74, ich mach mal. Ne, doch, machen wir doch so. Moment, ich mache mir gerade mal einen Screenshot. So. Ich blende das mal aus und sage hier einfach eine neue Skizze erstellen. Oh, da hat man keinen Screenshot gemacht. Naja, okay. Ich bin hingegangen und habe einfach gesagt, ein Quadrat. Was war denn das jetzt nochmal? Also 74,25 und 42,75. 74,25 und 42,75. Und 47,75. Wenn ich mich jetzt noch... 42,75. Gut. Daran bin ich hingegangen. Wir drehen uns das gerade mal. Ich habe gesagt, diese Ecke hier hin. Warum erlaubt er mir das nicht? Ach, der hat das jetzt verschränkt. Man kann das hier sehen. Der hat hier eine Verschränkung reingemacht und zwar mit dem Punkt. Ich hab das zufällig genau getroffen. Hier mit dieser Biegung, man kann das auch hier unten sehen. Hier gibt es so einen Mittelpunkt. Genau hier. Da habe ich zufällig das genau getroffen. Ich glaube, das müsste die Verschränkung sein. Genau. Jetzt ist es wieder frei. Okay. Ich sage hier das dahin, das dahin. Dann sage ich Quatsch, nicht Versatz, sondern versunden suche ich gerade. Abschrunden. Ich sage hier 10 mm. Hoppla. 10 mm. 10 und 10. Und das ist ja natürlich, das sind diese ganzen Felder. Dann geht man hin, markiert das Ganze, sagt erstellen und rechteckige Anordnung. So, ich will es in die Richtung und zwar, ich glaube es war 5-mal, ja 5-mal kommt hin. So, egal was ich mache, es passt nie ganz. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen und zwar, ich lasse es mir gerade mal einblenden. Also einmal so, einmal so. Jetzt machen wir das gleiche wieder. Erstellen rechteckige Anordnung. Schieben das hier so ein bisschen auf die Seite. Okay. 5-mal in diese Richtung. Jetzt kann man hier oben schon sehen, das kann man auch hier als Formel schön eingeben. 371,25. Jetzt sieht man, obwohl ich das Maß hier eingegeben habe, ist hier immer noch eine Lücke. Denn wir müssen noch das Ganze abziehen, nämlich von 47,25. Und jetzt passt es auch. Das packen wir in eine Klammer und machen noch ein Minus davor. Und dann stimmt's. Das heißt, jetzt haben wir die, ich nenne es mal X-Richtung. Dasselbe machen wir jetzt noch hier. Hier brauchen wir 4. Und machen das Ganze nochmal. Also die 100, das kann man kaum lesen, 171 minus 42,75. Und schon passt es perfekt. Sagen wir gerade noch okay und schon haben wir es fertig. Dann habe ich noch hier so ein paar Linien reingezeichnet. Denn wenn der Fräser später immer diesen Bogen fährt, also die ganzen Bögen abfährt, bleibt immer hier wie so ein kleiner Huckel stehen. Deswegen muss man noch diese Linien abfahren. Also habe ich noch so ein paar Linien reingemacht. Genau, also einfach senkrecht, waagrecht. Als nächstes hier so eine Spleen, heißt es glaube ich. Genau, eine Spleen. Und so irgendwie wild gezeichnet. Da geht man hier auf die Schere so und sagt okay.
Ich lösche das Ganze einfach raus. Denn das soll ja wie so ein abgebissenes Stück aussehen. So, dann markiert man das noch und löschen. Das war's schon. So, und jetzt wollte ich euch was zeigen. Und zwar, wir rufen die Seite auf von diesem Schokoladenhersteller und hier kann man schon sehen ein Wort, also ein Logo. Ich will das nicht nachzeichnen, deswegen gehen wir einfach hier auf Bild speichern unter. Bei Downloads nehmen wir das einfach mal 1 und sagen speichern. Man kann schon die Endung sehen, PNG. Dann gehen wir zu Google und sagen, hier kann man es schon sehen, PNG to SVG. Ich nehme immer dieses Convertio, sage öffnen, die Downloads, die Nummer 1, dann sagt er fertig, sage ich konvertieren, dann gehen wir auf Download und jetzt kann man hier unten sehen, also er hat mir eine SVG-Datei erstellt. Gehen wir wieder zu Fusion, sagen einfügen, SVG, von meinem Computer, Downloads, und dann kann man sehen, 1 SVG. So, wir bearbeiten das Ganze. Ich skaliere das gleich noch entsprechend, dann wird es für mich leichter, das einfach später zu verschieben. Das war jetzt ein bisschen zu groß. Ja, so sieht es ganz gut aus. Sagen OK. So, drücken die Taste 2, das ist für so eine Freihandmarkierung. Ich habe was vergessen. Das noch. Jetzt habe ich wahrscheinlich auch wieder so ein Eckel vergessen. So, und sagen entfernen. Dann markieren wir uns das hier noch. Und bei mir ist es die Taste M. M steht für verschieben, kopieren. Achso, man muss das erstmal. Wir drücken wieder die Taste 1 für diese Flächenmarkierung. Und drücken das Schloss, dann ist alles entriegelt. Markieren das Ganze, drücken die Taste M für verschieben, kopieren. Und platzieren das Ganze. So. Ich wollte einfach zeigen, wie leicht das geht. Also, man muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Natürlich muss man dazu sagen, man kann es schon hier sehen, ich mache es mal ein bisschen größer, dass Richard und das Theodor, die berühren sich nicht. In Fusion schon. Also es ist nicht 100%, aber wenn man dann den Aufwand bedenkt, finde ich es echt gelungen. Okay, als nächstes einmal erstellen, Text, machen hier was hin, sagen hier also mein CNC Unikate, natürlich vertippt, Unikate, dann sagen wir hier wieder MV Boli, meine, ich habe es glaube ich schon 100 Mal gesagt, eine Lieblingsschriftart, drehen uns das Ganze, ich glaube ich habe 6 gehabt als Schriftgröße, ne, wahrscheinlich nicht, egal, okay, und das war's, mehr machen wir jetzt nicht. Die ganzen Linien hinein zu extrudieren, dann müssten wir einen Körper, eine Fläche erzeugen. Das will ich gar nicht. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so und sagen fertigstellen. Die Skizze 4 lösche ich wieder, weil ich das Ganze schon gemacht habe. Hier kann man es sehen. Aber genauso in dem Stil. Gut, die Fertigung. Wie immer ein Setup. Dann hier die Breite 380, aber das stimmt eigentlich nicht ganz. Das müsste eigentlich 1000 heißen. Und dann müssen wir hier von x-, müssen wir vielleicht sagen, ja, keine Ahnung, ich sag mal 15 mm oder 10, wahrscheinlich besser. So sieht das Brett in Wirklichkeit aus. Y200, denn das ist ja so ein Baumarktbrett. Und hier die Höhe mit 18 mm, ich habe bewusst so gewählt, damit ich nichts in der Höhe machen muss. Ich gehe jetzt trotzdem auf Abbrechen. Als nächstes zeige ich eine Tasche. Hier kann man schon sehen, ein Zweischneider, ich nenne es immer Nut, also weil er 2 gerade Schneiden hat. Oder eine Spirale, Downcut oder Upcut. Und diese Fräser habe ich einfach mal Nut genannt. Und so hat es irgendwie etabliert bei mir. Ein 8 mm von Bosch. Also genau, hier könnt ihr wieder die Schnittdaten sehen. Als Geometrie habe ich das hier angeklickt. Ich kann es mal zeigen.
aber ich habe die Alt-Taste dabei gedrückt. Wenn ich die Alt-Taste dabei nicht drücken würde, würde er sowas machen. Ich drücke die Alt-Taste. Jetzt sagt er, diese Fläche. Ich mache mal die Rohteilkonturen weg. Jetzt kann man sehen, dass er hier weiter, ich nenne es mal, ausholen möchte. Deswegen gehe ich hin und sage noch diese Kante. Aber, ne, das war doch anders. Genau, und Rohteilkontur. Und sagt, du darfst schon in dieser Fläche bleiben, aber ich begrenze deine Fläche. Und das sieht dann so aus. Die Höhen. Ich sage minus 4 mm, weil ich hier einfach 4 mm tief eintauchen möchte mit diesem späteren, ich glaube, Abschrumpffräser heißt er. Deswegen möchte ich hier eine Tasche von 4 mm und sage, die ausgewählte Kontur, die liegt hier auf der Modelloberkante, minus 4 mm. Bei den Durchgängen habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Nee. Ich muss sagen, meine Fräse hat ja Power ohne Ende. 8 mm Fräser in 4 mm weichem Holz, das packt er locker. Da braucht man keine tiefen Schnitte. Anfahr, ich muss zugeben, man kann hier sehen, Anfahrpunkt. Eigentlich wollte ich, dass er hier anfängt. Also er sollte seitlich eintauchen und dann reinfahren. Aber ich glaube, da muss man außerhalb Rohteil machen oder ähnliches. Also bin mir jetzt nicht ganz sicher. War mir auch in dem Augenblick ehrlich gesagt egal. Weil das passt schon. Hat man ja auch im Video gesehen, dass es eigentlich sehr gut passt. Okay, das ist die erste Tasche. Dann folgt die Außenkontur. Ich sage hier diese Kontur. Ausgewählte Kontur, Versatz 0,2 mm. Das heißt, er darf nicht bis ganz runter, damit er mich in meinen Vakuumtisch fährt. Bei den Durchgängen habe ich Tiefenschnitte 6,1 mm gemacht. Nicht, dass ich es der Fräse oder dem Werkzeug nicht zutrauen würde. Ich habe einfach nur Angst, dass wenn er voll ins Material fährt, bei 18 mm, dass das Vakuum das einfach nicht packt und das Werkstück mir einfach verrückt. Und deswegen wollte ich es ein bisschen begrenzen. Ich habe einfach gesagt 18 durch, ich glaube 3, ne Quatsch, 18 durch 3, doch genau, 6 mm. Also ich will, dass er 3 Durchgänge macht. Wenn ich jetzt aber genau 6 mache, dann lässt er mir irgendwie immer was stehen. Deswegen mache ich immer noch so 0,1 mm drauf. 6,1 mm mit einem Rohteilaufmaß von 0,1 mm. Genau, hier 0, 0, also ohne Radius da eintauchen, mit einem Abstand von 20 mm. Das hier sind diese 20 mm. Das heißt, er taucht ein, fährt einmal rum, weg, wieder runter und so weiter. Das Ganze dupliziert und einfach nur die tiefen Schnitte rausgenommen und das Rohteilaufmaß. Einfach für so einen sauberen Abschluss. Okay, als nächstes eine Kontur. Warum die Kontur? Die Tasche, man kann es schon hier sehen, lässt mir ein bisschen was stehen. Denn ich habe ja gesagt, du darfst nicht über die Kontur fahren. Und deswegen will die Tasche innerhalb dieser Kontur bleiben, weil es auch in Ordnung ist. Hier oben macht es auch was, ja, habe ich gar nicht gesehen. Deswegen bin ich einfach hin, habe gesagt Kontur, Geometrie, oh, ne, Entschuldigung, das war falsch, das hier. Sage Geometrie, diese Kante, natürlich 4 mm tiefer. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas verändert habe, ich glaube nicht. Und dann geht er einfach hin, taucht ein und fährt diese schöne Kante nochmal sauber ab. Wenn man es noch besser machen wollte, könnte man eigentlich hier noch bei der Tasche noch ein Aufmaß hinzufügen. Axial natürlich 0 und hier 0,15 zum Beispiel. Das wäre noch besser, weil dann würde ja hier was stehen lassen und diese Kontur könnte dann die Kante nochmal sauber abfahren. Das wäre sogar noch besser. Okay, als nächstes eine Projektion. Klicke ich die Geometrie an und sage, und habe einfach diese, ja, wie soll ich es jetzt nennen, diese horizontalen und senkrechten Linien angeklickt mit einem Werkzeug, das ich von Amazon habe. Aber ich muss zugeben, ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht, denn
die Schneidlänge mit 4 mm. Ich glaube, ist nicht ganz korrekt, es ist weniger. Und man sieht es im Video, da macht mir auf den Schokoladenhügeln immer noch so eine Kante rein. Es ist schlussendlich nicht ganz so schlimm, aber ich muss sagen, das Werkzeug war vielleicht jetzt nicht die beste Wahl, also dieser Abschnittfräser. Okay, so sieht das Werkzeug aus. Und mit diesem Werkzeug tauche ich einfach so ein und mache diese Linie. Hier habe ich nichts verändert und einfach nur hier axialer Versatz minus 4 mm. Ansonsten habe ich nichts verändert, man kann ja auch gar nicht viel verändern. Das war das erste. Dann die Außenkante und Projektion, wieder eine Projektion und diese ganzen Schokoladentafeln oder diese Schokoladenhügel, alle einzeln angeklebt. Man kann sehen, 19. Im Prinzip dasselbe, alles unverändert. So, nachdem das getan wurde, sieht es ja schon so aus. Also gar nicht schlecht. Dann folgt eine Projektion. Warum die Projektion? Das mache ich mit einem Datron 60 Grad Klavierstichel. Hier kann man die KA heißt keine Angabe. Ich wollte irgendwann mal die Schnittdaten machen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur gesehen 1200 und dachte ich nur so, 1200 wird schon passen. Jetzt Geometrie, klicke ich einfach jedes Stück an, jede Linie an. Es ist so, beim Gravieren gibt es manchmal Ecken, wie hier zum Beispiel so eine kleine Ecke. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass er die stehen lässt, weil er einfach sagt, ich komme da mit meinem Klavierstichel nicht hin, obwohl 60 Grad ja schon echt spitz ist. Aber trotzdem, ich wollte einfach ein einheitliches Bild, deswegen habe ich mich für die Projektion entschieden und nicht für diese Carve-Funktion. So, und hier habe ich gesagt 5,5 mm. Also 4 mm nimmt ja schon die Tasche weg, plus 1,5 mm. Also man kann sehen, ich habe hier sehr viel manuell gemacht, also gar nicht so einen Körper erstellt und dann diese Huckel erstellt, sondern einfach, ja, nur noch mit der Skizze gearbeitet. Genau. Und das sieht dann, wenn mein Rechner in die Gänge kommt, so aus. So, dasselbe Werkzeug und einfach diese Carve-Funktion und dann noch da oben. Und das war's tatsächlich. Was ich später noch gemacht habe, sieht man beim Video nicht. Ich habe hier unten mit meiner Oberfräse so eine kleine Faser reingemacht, damit es einfach besser aussieht. Okay, was ich euch noch zeigen wollte. Wir klicken auf das Setup, sagen STRG D, also duplizieren das Ganze. Klicken das an, sagen so Teil, aber nicht Quader mit fester Größe, sondern vom Volumenkörper. Und klicken diesen Körper an. Sagen wir OK. Lassen das Ganze nochmal berechnen. So, klicken das Setup an und sagen mit Maschine simulieren. Dann springen wir auf den letzten Punkt, aber ich gebe zu, ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt notwendig ist. Blenden den Körper aus. So sieht ja das Stück aus, diese Tafel. Rechte Mausklick, rechte Maustaste wollte ich sagen. So Teil speichern. Speichern das auf der Oberfläche als Stock. Sagen OK. Dann öffnen wir eine neue Skizze. Sagen einfügen. Ich glaube, das war hier Netz einfügen. Ja. Sagen Stock STL. So. Und das ist ja das fertige Stück. Dann gehen wir hier auf den Körper, sagen Darstellung. Bronze, machen wir jetzt hier Bronze, damit es auch ein bisschen nach Schokolade aussieht. Sagen schließen, gehen jetzt hier in die Funktion rendern, wählen uns so eine schöne Ansicht aus und sagen leg los. Jetzt wird das Bild einfach schön gerendert, damit es einfach sauber aussieht. Das sieht dann fertig so aus. Und so mache ich immer diese hübschen Bilder, die einfach nicht schlecht aussehen. Okay, das war's tatsächlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.